Mein Name ist Katja Bär und ich begrüße Sie sehr herzlich zur feierlichen Investitur des Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Professor Dr. Andreas Marx. Die Tradition der feierlichen Investitur reicht an unserer Universität bis in das 16. Jahrhundert zurück. Wörtlich übersetzt bedeutet Investitur Einkleidung und so steht heute die Einkleidung des Präsidenten mit Rektormantel, Barett und Amtskette im Mittelpunkt des Festaktes. Eröffnet wird die Feier mit dem Einzug des Präsidiums und der Dekaninnen und Dekane, gekleidet in den festlichen Talan und begleitet von den Senatorinnen und Senatoren der Universität. Bitte erheben Sie sich dafür von Ihren Sitzen, wenn gleich die Musik für den Einzug beginnt. Ja, die Anwesenden im Raum haben es bemerkt, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten mit unserem Beamer, der ist ein wenig überhitzt, aber es ist kein Problem, ich führe Sie durch das Programm. Ich bitte als nächstes für die offizielle Begrüßung den Universitätsratsvorsitzenden Professor Dr. Wolfgang Marquardt an das Pult. Guten Tag. Sehr geehrter Herr Minister Tiefensee, sehr geehrte Frau Ministerin Taubert, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Nitsche, ich begrüße auch die Mitglieder des Bundestags und des Landesparlaments, der Stadt, des Stadtrats und die Präsidentinnen, Präsidenten, Rektoren, Rektorinnen der Hochschulen in der Region. Sehr geehrte Mitglieder des Präsidiums, sehr geehrte Dekaninnen, sehr geehrte Dekane, sehr geehrte Mitglieder des Senats, meine sehr verehrten Damen und Herren hier in der Aula vor Ort und an den Bildschirmen im Livestream. Sie alle heiße ich willkommen zur feierlichen Investitur des neuen Präsidenten der Friedrich-Schiller-Universität, Professor Andreas Marx. Ganz besonders herzlich begrüßen möchte ich Sie, lieber Herr Marx, liebe Frau Marx, Ihre Kinder, Familie und Ihre Freundinnen und Freunde aus Konstanz. Ich freue mich, dass Sie alle heute hierher gekommen sind, um diesem bedeutsamen Ereignis persönlich beizuwohnen. Der Wechsel im Amt des Universitätspräsidenten stellt einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte einer Universität dar. Das war nicht immer so.
Die Amtszeiten der Rektoren der deutschen Traditionsuniversitäten betrugen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein regelhaft nur ein akademisches Jahr. Damals war das völlig ausreichend, war der Rektor doch als Primus inter pares in der Professorenschaft der Repräsentant im Außenverhältnis und der Moderator und manchmal auch der Mediator im Innenverhältnis der Universität. Heute ist es dagegen selbstverständlich, dass mit dem Antritt eines neuen Präsidenten vielfältige Erwartungen verbunden sind. Er soll neue Impulse geben, neue Akzente setzen, die Entwicklungsziele neu justieren und geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung auf den Weg bringen. Kurz, statt einem Weiter so wird Aufbruch erwartet. Auch oder gerade dann, wenn die Vorgänger im Amt erfolgreiche Gestalter waren, ganz im Sinne von Isaac Newton, der 1675 in einem Brief an seinen Kollegen Robert Hooke formulierte: Wenn ich weiter geblickt habe, so deshalb, weil ich auf den Schultern von Riesen stehe. Die Universität soll in diesem Sinne in einer klug gewählten Mischung aus der Fortführung von Bewährtem und der Etablierung von Neuem weiterentwickelt werden, um ihre wissenschaftliche Leistungsfähigkeit in allen Dimensionen moderner Wissenschaft zu stärken und damit die Reputation und Sichtbarkeit in der Wissenschaft und darüber hinaus zu vergrößern. Dieses Ziel ist kein Selbstzweck. Vielmehr folgt es der Logik, dass eine Universität mit einer hohen Reputation zu einem besonderen Attraktor für herausragend qualifizierte Forschende und Lehrende, für lern- und wissbegierige Studierende, wie auch für starke Kooperationspartner aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft wird. Vom Präsidenten wird heute also Leadership erwartet, die er, der akademischen Tradition folgend, gemeinsam und im produktiven Wechselspiel mit allen Funktionsträgern der Universität unter Beachtung des verbrieften Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit wahrnimmt. Eine Erfolgsvoraussetzung ist dabei das Vertrauen und die tatkräftige Unterstützung der politischen Entscheidungsträger, die sich mit Weitsicht zu ihrer Universität bekennen und deren gesellschaftliche Gestaltungskraft nutzen und stärken wollen. Dies gilt umso mehr in Zeiten großer Herausforderungen, die es heute unter komplexen, gleichermaßen regional, national und global bestimmten gesellschaftlichen Randbedingungen zu bewältigen gilt. Dabei steht die Universität vor einer Fülle sich rasant ausdifferenzierender Anforderungen und daraus abgeleiteter Aufgaben in allen Leistungsdimensionen moderner Wissenschaft. Exemplarisch möchte ich kurz auf die sogenannte Third Mission eingehen, die den Transfer wissenschaftlichen Wissens in die Gesellschaft zum Gegenstand hat. Neben dem Technologietransfer in die Wirtschaft sind zivilgesellschaftliches Engagement und die Umsetzung sozialer Innovationen verstärkt in den Blick zu nehmen. Insbesondere gilt es, die demokratiestärkende Funktion der Universität weiter auszuprägen. Ich bin überzeugt, dass sich gesellschaftliche Wirkung in diesem Kontext dann am besten erzielen lässt, wenn nicht nur das nötige Grundlagen- und Handlungswissen vermittelt wird, sondern wenn auch Erfahrungsräume geschaffen werden, in denen partizipative Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse regelmäßig erfahrbar werden. Ich denke hier nicht nur an projektförmiges Problemlösen in interdisziplinären Teams als integraler Teil der Ausbildung und Bildung in allen Fächern, vielmehr könnte auch mit Mitwirkungsformaten experimentiert werden, die, wie auch die derzeit diskutierten Bürgerräte, als Komplement demokratisch legitimierter Entscheidungsstrukturen die Meinungs- und Konsensbildung in der Universität befördern und die gemeinsame Verantwortung der Universitätsangehörigen und der Mandatsträger bei der Weiterentwicklung universitärer Prozesse und Strukturen im Kleinen wie im Großen stärken. Bevor ich schließe, möchte ich Ihnen, lieber Herr Marx, danken, dass Sie die große Aufgabe, die Friedrich-Schiller-Universität künftig zu führen, mit großem Engagement angenommen haben, nicht trotz, sondern wegen der großen Herausforderungen, vor der die Universität steht. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen, dabei Kreativität, bleibende Zuversicht, den nötigen Mut, eine glückliche Hand, wie auch eine starke Unterstützung aus der Universität heraus und durch ihre Partner in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, in der Stadt, in der Region und im Land. Vielen Dank.
Freuen Sie sich nun auf das Grußwort des Thüringer Ministers für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee. Sehr verehrter Herr Professor Marquardt, liebe Mitglieder des Universitätsrates, sehr geehrter Herr Professor Marx, Herr Kanzler Dr. Held, liebe Mitglieder der Universitätsfamilie, liebe Studentinnen und Studenten, ich grüße meine Kollegin, liebe Heike Taubert, den Staatssekretär Carsten Feller, Mitglieder meines Hauses. Ich grüße die Abgeordneten des Bundestages und des Landtages. Letztere sind nicht alle da, weil sie involviert sind in irgendwelche Verhandlungen von nicht unmaßgeblicher Bedeutung. Ich darf die Mitglieder der Landespräsidentenkonferenz begrüßen, sehr geehrter Professor Sattler als Chef. Ich freue mich, dass wir Besuch von der Alma Mater Lipsiensis haben. Liebe Frau Professor Oberquell, schön, dass Sie den Weg hergefunden haben. Ich darf die ehemaligen Rektoren begrüßen. Ich weiß nicht, ob Sie da sind, aber Herr Professor Dicke, Herr Professor Machnick und Herrn Dr. Bartholmä als ehemaligen Kanzler. Professor Dicke sehe ich gerade nicht. Sie haben eine grandiose Rede am Freitag zum Jahrestag der Thüringer Verfassung, zum 31. Jahrestag der Thüringer Verfassung gehalten, eine epochale Rede. Ganz herzlichen Dank nochmal auch von meiner Seite dafür. Ich grüße die Familie, zum Beispiel die stolzen Eltern von Professor Marx, die sich nie hätten träumen lassen, als er geboren wurde, was aus dem Kerl mal wird, wo er doch in der Kindheit nur Blödsinn gemacht hat. Vermutlich. Sie kriegen nachher noch einen Redepart und klären uns auf. Ja, sehr geehrte andere Mitglieder der Familie, lieber Oberbürgermeister, ich grüße Sie und auch Christian Gerlitz, die Mitglieder des Jenaer Stadtrates. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist bewegend, man steht auf, eine wunderbare Musik erklingt, wir erleben einen Einzug, historische Kostüme, Gewänder, wo Sie die wohl aufgetrieben haben. Kostümverleih Jena? Nein. Und wir haben hinter uns die Kette liegen, die Amtskette, die Herr Professor Marquardt als Vorsitzender des Universitätsrates nachher Ihnen verleihen, umhängen wird. Und lieber Professor Marx, als erstes von uns allen, und ich darf es aussprechen, herzliche Gratulation, noch einmal ein herzliches Willkommen in Thüringen, in der Lichtstadt Jena, an der altehrwürdigen Friedrich-Schiller-Universität zu Jena. Seien Sie herzlich gegrüßt, wir sind sehr, sehr froh, dass Sie dieses Amt übernehmen. Ich durfte das vor reichlich 25 Jahren erleben, eine Kette umgehängt zu bekommen, nämlich am 1. Juli 1998, als ich Oberbürgermeister zu Leipzig wurde. Übrigens in dieser Stadt, wo, helfen Sie mir, 1412 die Universität gegründet wurde. Bitte? 1409. Ach, wieder die 3 Jahre vermurkst. Professor Marx, das ist ein Moment, einmal mehr,
wo Sie einerseits spüren, ich bin jetzt Präsident, ich habe eine Autorität, und auf der anderen Seite die Last der Verantwortung spüren. In diesem Sinne kann eine solche Kette schwer wiegen, weil es klang an in den Worten von Professor Marquardt, wir leben in der Geschichte wie in einem Zeitstrahl, und Sie sprachen von den Riesen, auf deren Schultern man steht. Wir sind im gleichen historischen Moment, sind wir Erben unserer Vorfahren, und gleichzeitig sind wir die Vorfahren unserer Erben. Und wir haben genau in dieser kurz bemessenen Zeit eine riesige Verantwortung, sowohl auf die Tradition zurückzublicken, eine Vision zu haben und die in eine Mission umzusetzen. Und das eben an hervorragender Stelle, gestützt auf viele, die sie umgeben. Es gibt, wenn man über Autorität redet, einen feinen Unterschied. Der eine Teil ist, dass sie, ich habe es angesprochen, Autorität haben. Allein durch die Kette, allein durch ihr Präsidentenamt. Etwas ganz anderes ist es, ob sie Autorität sind. Denn es gibt nicht wenige oder vielleicht zu viele, die zwar das Amt innehaben, pochen auf ihren Status, aber im Kern eigentlich nicht Autorität sind. Und ich kann mir vorstellen, wie die Diskussionen in der Hochschulversammlung und in den Gremien zuvor gelaufen sind, bis sie dann im April 2024 auserkoren wurden, auserwählt. Sie hatten namhafte Mitbewerberinnen und Mitbewerber und mussten sich, wenn sie so wollen, in diesem Contest durchsetzen. Und das spielte eine ganz entscheidende Rolle. Was bringen Sie denn auf die Waagschale in Bezug auf das Autorität sein? Und wenn ich mir Ihre Vita anschaue, dann sind Sie ausgewiesen als ein hochrenommierter, ein hoch angesehener Hochschullehrer, ein Forscher, ein Wissenschaftsmanager. Und das kann man an Ihren Stationen ablesen. Man kann sehen, dass Sie international unterwegs sind, dass Sie einen weiten Horizont haben, aber auch, dass Sie gestalten können. Sie haben viele Stationen in Ihrem Leben durchschritten, und wir können erwarten, dass Sie all diese Erfahrungen und Perspektiven einbringen in Ihr neues Amt. Sie sind hoch dekoriert. Sie haben eine Menge von Preisen bekommen. Ich erinnere an den ERC Advanced Grant, zweimal bekommen, Alfred Kosser Medaille jetzt gerade oder Preis verliehen bekommen für hervorragende wissenschaftliche Leistungen in der biologischen Chemie. Sie sind, und das wird Frau Finanzministerin freuen, der Drittmittelkönig. Es sind unglaubliche Summen, die ich da gelesen habe, die Sie im Laufe der letzten 20 Jahre eingeworben haben. Und Sie sind offenbar ein sehr nahbarer Mensch. Ich habe überlegt, ob ich Sie so begrüße, wie Sie sich selbst bezeichnet haben, als Sie den neuen Jahrgang begrüßt haben, nämlich: Liebe Leute, ich bin auch Erstsemester. Oder dass Sie beim Fassanstich 2 Stunden lang sich nicht zu schade waren, Bier auszuschenken. Wenn ich das alles zusammennehme, dann sind viele Facetten von Professor Marx beschrieben, die uns sehr sicher machen, dass Sie all das, was an Anforderungen auf Sie zukommt, bewältigen können. Was ist das? Sie wissen, dass die Friedrich-Schiller-Universität die Lokomotive in der Hochschul- und Forschungslandschaft für Thüringen und nicht nur für Thüringen ist. Sie wissen, dass wir Großes vorhaben. Wir haben uns mit der Landespräsidentenkonferenz in den letzten vielen Monaten und am Ende gemeinsam auch mit Abgeordneten um die Leitlinien für die Hochschulentwicklung in Thüringen in den nächsten Jahren gekümmert. Und da ist eine Menge aufgeschrieben, und das ist übersetzt worden für Sie an die Friedrich-Schiller-Universität, und das gilt es jetzt nun umzusetzen. Und da sind eine Menge Aspekte zu bedenken. Einmal, dass wir natürlich in einem völlig anderen Umfeld leben, aber im Blick auf die Studierenden halte ich fest, dass auch die Art und Weise, sich
zu bilden verändert hat oder der Anspruch an Bildung. Ich sehe Professor Benz und wir haben über Impact gesprochen. Der landläufige Begriff ist Transfer. Aber letztlich geht es darum, welche Wirkung erzeugen wir mit dem, was wir tun. Und Studierende wollen einen Impact für die Welt bieten. Sie schauen nicht mehr so sehr darauf, dass sie Bauingenieur sind und das hervorragend studieren, sondern was kann ich bewegen, dass diese Welt mit Baustoffen, mit Architektur, in der Gestaltung von Städten und Stadtteilen menschlicher wird. Also ein ganz anderer Anspruch. Mal fernab davon, dass die Methoden, Stichwort Digitalisierung, auch ganz andere werden. Es sind riesige Anforderungen an Interdisziplinarität, nicht zuletzt, weil Studierende eben auch in unterschiedlichen Fächern ausgebildet werden wollen, also zu einer ganzheitlichen Persönlichkeit wachsen wollen. Es ist eine interuniversitäre, eine zwischen den Hochschulen sich abspielende Zusammenarbeit notwendig. Wir in unserem kleinen Bundesland kennen einander, wir wissen, was jeder andere macht. Das aufeinander abzustimmen, wird eine große Herausforderung sein. Und natürlich auch im klassischen Sinne der Transfer. Wie können Industrie und Universität, wie können Universität und außeruniversitäre, wirtschaftsnahe Forschungseinrichtungen mit der Industrie, mit der Wirtschaft zusammenwirken, um unser Land voranzubringen. Alles riesige Herausforderungen. Ich habe die Internationalität angesprochen. Wir sind nicht auf einer Insel. Im Gegenteil, es kommen auch viele von außerhalb, die integriert werden, angesprochen werden wollen. Auch das bietet riesige Herausforderungen. Und all das steht nun jetzt vor Ihnen und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass Ihnen das gelingen wird, dass wir zum Beispiel bei der Einwerbung eines weiteren Exzellenzclusters erfolgreich sind. Sie bringen Erfahrungen mit in dieser Beziehung und können uns helfen. Ich weiß aus den Gesprächen, die wir geführt haben, dass Sie ein besonders großes Anliegen haben, dass wir ein zweites Cluster dazu gewinnen, das erste Balance of the Microverse weiter fortsetzen können und dann vielleicht Exzellenzuniversität sind und noch einmal herausragen aus der Landschaft der Universitäten. Mir ist die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum ein besonderes Anliegen. Das ist auch eine Lokomotive, ein Leuchtturm für Thüringen und nicht nur für Thüringen mit seiner idealen Verbindung als ein Krankenhaus der Vollversorgung, forschend, lehrend. Und das zusammenzudenken und dort neue Erkenntnisse zu gewinnen, ist ganz entscheidend. Ich möchte auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, auch der klang bei Ihnen, Professor Marquardt, schon an. Es wird zunehmend wichtiger, dass Universitäten, dass Hochschulen hinaustreten in vielfältiger Form, weil nämlich Bevölkerung nicht mehr so ohne weiteres das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, was sie postulieren, was sie raten, entgegennehmen und für richtig befinden. Stichwort Corona-Krise. Sie glauben nicht daran, dass wir die riesigen Herausforderungen, die vor uns stehen, zum Beispiel in der Bekämpfung des Klimawandels, dass wir das schaffen können, dass Technologie in der Lage ist, neue Antworten zu geben. Man muss Ihnen sagen, dass das iPhone 2007 erfunden wurde und das ist eine kurze Distanz bis 2024 und hat das gesamte Internet und unser Umgang damit revolutioniert. Wieso soll es nicht möglich sein, von 2024 bis 2040, 2045 mit ähnlichen technologischen Sprüngen und Revolutionen den Herausforderungen gerecht zu werden? Aber das muss vermittelt werden, da muss überzeugt werden, das muss gezeigt werden. Diese Vermittlung in die Bevölkerung hinein, das sich kümmern um Gesellschaft, ist von ganz entscheidender Bedeutung, um einer drohenden Polarisierung entgegenzutreten. So vieles, was vor Ihnen, vor der Friedrich-Schiller-Universität liegt. Nebenbei bauen Sie auch noch ein bisschen. Wir dürfen dabei ein klein wenig finanziell unterstützen. Wenn ich an den Inselplatz denke, aber nicht nur an den. Wir unterstützen finanziell, soweit wir können,
mit dem Aufwuchs gemäß unserer Rahmenvereinbarung, aber die Zeiten werden schwieriger. Das haben wir miteinander besprochen. Es wird auch immer wieder darum gehen, im Inneren der Universität, in Abstimmung mit den anderen Universitäten dafür zu sorgen, dass wir mit dem Budget auskommen, das uns der Landtag zur Verfügung stellt. Und das wird wahrscheinlich nicht das Doppelte sein von dem, was Sie 2024 haben, um es gelinde zu sagen. Ich möchte zum Schluss eine Bitte äußern. Und diese Bitte hat nicht unbedingt etwas mit meiner Funktion als Wissenschaftsminister zu tun, sondern sie nimmt auf etwas Bezug, Professor Marx, das Sie schon mal am 30. August gehört haben, als ich mich bei der großen Community derer bedankt habe, die mit mir über 10 Jahre gearbeitet haben. Wir haben an dieser Stelle am 28. November 2023 Mathilde Ferting gefeiert. 100 Jahre ist es her, 1923 ist sie die erste deutsche ordentliche Universitätsprofessorin. Und das ist epochal, zumal es gegen weite Teile der Universitätscommunity entschieden wurde vom damaligen Wissenschaftsminister. Weshalb spreche ich das an? Weil aus ihrer Berufung in Zusammenhang mit Peter Petersen vor genau 100 Jahren die Reform von Schule aus Jena entstand. Jena-Plan. Wir reden über große Herausforderungen. Ich könnte sie jetzt einmal mehr aufzählen. Über eins reden wir zu wenig. Welchen Anspruch haben wir an Bildung und Erziehung? Und wenn ich mir Mathilde Ferting anschaue, sie hat postuliert, Bildung muss sich verändern können und wir müssen für Bildungs- und Chancengleichheit sorgen. Und dieses Thema spielt in der Diskussion in Deutschland nahezu keine Rolle. Wir reden nur über Stundenausfall und fehlende Lehrerschaft, aber wir reden nicht darüber, was wir Kindern und Jugendlichen am Beginn ihres Lebens schuldig sind, was ist unser Ziel und was müssen wir tun, um in der Transformation vom heutigen katastrophalen Zustand hin oder schwierigen Bildungsnotstand-Zustand dorthin zu kommen. Und ich wünschte mir, dass die Universität Jena mit all ihren Kapazitäten auf diesem, aber auch auf angelagerten Feldern sich diesem Thema widmet, in Deutschland eine Diskussion anzuschieben darüber, was wir eigentlich zu tun haben. Oder umgekehrt, worin unsere Nachlässigkeit besteht in Bezug auf die junge Generation oder auch die, die der jungen Generation etwas beibringen wollen. Meiner Ansicht nach dringend nötig und ich wünschte mir, dass seitab von all dem, was ich angesprochen habe, ein solch wichtiges, für mich wichtiges Thema wiederum von Jena aus nach 100 Jahren ausgeht und wir Impulse setzen, die ganz anders als vor 100 Jahren, aber dennoch mit ähnlichem Impetus umgesetzt werden. Alles Gute Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft. Bleiben Sie gelassen, wenn Sie gelassen sein sollen. Werden Sie laut und emotional, wenn es dran ist. Beherzigen Sie den Spruch, wer mich beleidigen darf, bestimme immer noch ich. Setzen Sie auf die Kraft derer, die mit Ihnen arbeiten. Versuchen Sie die Balance, einerseits auf dem Podest zu stehen und andererseits nahbar zu sein. Ich bin mir sicher, Sie schaffen das. Herzlich willkommen in Jena, herzlich willkommen an der Friedrich-Schiller-Universität. Danke.
Die enge Verbundenheit zwischen Universität und Stadt wird in Jena seit Jahrhunderten gelebt. Und das nächste Grußwort hält Oberbürgermeister Dr. Thomas Nitsche, ein Alumnus der Universität. Sehr geehrter Herr Professor Marx, lieber Herr Präsident, ich grüße Sie, heiße Sie herzlich willkommen zusammen mit Ihrer Familie, Ihren Freunden. Sehr geehrter Herr Minister Tiefensee, Frau Ministerin Taubert, sehr geehrter Herr Professor Marquardt, liebe Mitglieder der Universität Jena, liebe Studierende, liebe Mitarbeitende und auch von meiner Seite ein herzlicher Gruß den Vertretern der Politik aus dem Bundestag, dem Landtag und aus dem Jenaer Stadtrat. Es ist ein besonderer Tag. Nicht nur des Raumes wegen, nicht nur, weil der Raum voll ist mit einer so illustren Gesellschaft, sondern weil es eben nicht mehr so ist, dass eine Amtsperiode nur ein akademisches Jahr beträgt, sondern die Amtszeit recht komfortabel lang ist und damit natürlich auch die Möglichkeiten der Universität und, das sage ich ganz bewusst, auch der Stadt Richtung zu geben. 2 Amtszeiten wären schon 14 Jahre, da kann man eine Menge tun, eine Menge gestalten. Insofern ganz herzlich willkommen hier in Jena, lieber Herr Professor Marx. Und es ist eine Ehre für mich, stellvertretend für die Stadt, bei dieser Veranstaltung nicht nur dabei sein, sondern auch sprechen zu dürfen. Nicht selbstverständlich, Sie hätten das auch inneruniversitär klären können mit dem dienstvorgesetzten Minister und das quasi als inneruniversitäre Veranstaltung gestalten. Das tun Sie nicht, das tut die Universität nicht, ganz wie Frau Beer eben schon sagte, schon seit Jahrhunderten nicht, weil in Jena die Universität und die Stadt Schwestern sind. Die eine gehört zur anderen und umgekehrt. Die eine kann nicht ohne die andere und umgekehrt. Wir als Stadt sind stolz auf unsere Universität und das gilt nicht nur für die Politik, das spürt man, das gilt auch für die Stadtgesellschaft, für den Mann und die Frau, die man auf der Straße trifft beim Gang durch die Stadt. Die Uni gehört dazu. Und insofern ist es ein bedeutender Moment für uns alle. Wir spüren den Hauch der Geschichte, 16. Jahrhundert, 1558, das ist ein paar Tage her. Da ist einiges an Geschichte im Hintergrund, die einen sanft anweht, wenn eine solche Zäsur stattfindet, ein solcher Epochenwechsel auf den nächsten Präsident. Und seit 1558 hat sich die Universität zu einem Zentrum für Forschung und Lehre entwickelt, das weit, weit über die Grenzen der Stadt hinausstrahlt. Und da denke ich jetzt nicht nur in der Region, sondern meine das durchaus auch international. Wir sehen, dass die Zahl der Erstsemester erfreulicherweise wieder steigt. Wir waren etwas nervös, gemeinsam. Auf den letzten Metern quasi sind vor allen Dingen noch viele internationale Studierende zu uns gekommen. Das ist hocherfreulich und das zeigt auch die Reputation, die diese Alma Mater genießt, ebenfalls nicht nur überregional, sondern international. Die Stadt und die Universität hier in Jena, eng miteinander verwoben, traditionell gute Beziehungen zwischen der Universität und der Stadt, Stadtverwaltung auch. Und das sieht man vielleicht auch daran, dass es Traditionen gibt, bei denen dann die Vertreter der Stadt, heute ich, eben auch eine Rolle spielen. Minister Tiefensee hat eben angespielt auf die beiden Veranstaltungen, die es jetzt schon gegeben hat. Die Begrüßung der Erstsemester einmal im Volkshaus, hochförmlich, hochoffiziell und noch davor aber schon ganz inoffiziell im Rosenkeller. Auch eine Tradition, von der ich vorher nichts wusste, die ich aber großartig finde. Und ich habe genau die Nahbarkeit, die Herr Minister Tiefensee eben schon angesprochen hat, ebenfalls ganz aus der Nähe erlebt. Und nicht nur haben wir gemeinsam Bier ausgeschenkt, sondern ich habe auch staunend bewundern dürfen, wie professionell ein Universitätspräsident Bier zapfen kann. Die Universität ist die größte Bildungseinrichtung hier im Freistaat und sie ist als solche mehr, nicht nur ein Ort
des Lernens und der Forschung, sondern auch ein Motor für Innovation und wirtschaftliche Entwicklung. Das ist eins der Lieblingsbilder von Minister Tiefensee, die Lokomotive. Wir freuen uns als Stadt auch immer mal darüber, dass wir als Lokomotive gesehen werden im Freistaat. Für die Universität gilt das mindestens genauso, auch aus Sicht der Stadt. Ohne die Universität wäre die Region, auch die Stadt Jena, nur halb so viel wert, wenn es nicht diesen engen Transfer, diese enge Beziehung von Wissenschaft und Wirtschaft gäbe. Diese Nähe und der Austausch, eben auch der Transfer von Ideen in Produkte, zeichnen die Universität hier in Jena aus. Auch die Zusammenarbeit mit den anderen akademischen Playern hier vor Ort ist enger, als das vielleicht andernorts der Fall ist. Und insofern im besten Sinne eine Stadtuniversität. Nicht umsonst sind wir ja auch Teil des Netzwerkes EC2U, wo sich europaweit eben die Universitäten von Renommee zusammengeschlossen haben, die nicht irgendwo draußen ihren Campus haben, sondern die mitten in der Stadt wirken und die mit der Stadt zusammenwirken. In dem Sinne ist die Universität auch in mehrerlei Hinsicht stadtbildprägend. Maßgeblicher Grund dafür, dass wir als Stadt so jung sind und auch so wahrgenommen werden, so dynamisch sind und auch so wahrgenommen werden, aber eben auch baulich, auch das war schon angesprochen, sehen wir deutliche Spuren der Universität überall in der Stadt. Es gibt Konzentrationsprozesse, die wir zum Beispiel am Inselplatz gerade geschehen sehen. Wir schauen auf das Bachstraßenareal. Die FSU hat ja noch viel vor. Da ist ja nach dem Großprojekt vor dem Großprojekt. Also noch während wir der Fertigstellung des Inselplatzes beiwohnen, schauen wir schon in Richtung Forum, schauen wir schon in Richtung Bachstraßenareal, schauen wir schon in Richtung des Campus für die Sozialwissenschaften. Viele Projekte, die niemals alle gleichzeitig gehen, für die hoffentlich auch vom Freistaat genug Geld dabei ist, dass das alles funktionieren kann. Wir als Stadt würden uns das wünschen. Und in all dem, lieber Herr Professor Marx, stehen Sie gleich offiziell in der Rolle des Präsidenten feierlich eingeführt als der Neue. Ich fand das genauso charmant. Ich bin auch ein Ersti. Und Sie haben die Schultern Ihrer Vorgänger, auf denen Sie stehen dürfen. Gemeinsam mit der Stadt haben alle Vorgänger sehr, sehr enge Beziehungen gepflegt. Und schon in unserem ersten Gespräch hatte ich das Gefühl, ja, das machen wir weiter so. Die Nähe zwischen Universität und Stadt, die Symbiose, das ist nicht nur Dialog, das ist Symbiose, die werden wir weiterführen. Die Erfahrung und die Expertise, die ich nicht so gut schildern und laudatieren kann, wie das der Minister eben getan hat. Aber auch ich habe gesehen, wie herausragend Sie als Wissenschaftler schon unterwegs gewesen sind, wie engagiert als Hochschullehrer, stets auch für die Belange der Studierenden da und eingesetzt, mit Ihren Forschungsarbeiten international anerkannt. Das ist ja immer so eine Entscheidung, die man dann für sich trifft. Geht man jetzt in die Führung einer Universität? Das ist ja ein Stück weit auch immer ein bisschen Abschied vom akademischen Leben. Und jetzt können Sie gestalten. Und das über eine lange Zeit. Und Sie bringen Vision mit, Sie bringen Gestaltungswille und Gestaltungskraft mit. Das habe ich schon erleben dürfen. Sie sind schon mittendrin. Es gibt immer so die ersten 100 Tage. Diejenigen, über die immer angelegt werden als Maßstab, sagen, komm, geh weg mit diesen 100-Tage-Ideen. Wir machen einfach das, was wir uns vorgenommen haben. Denn es ist so, nie war die Rolle von Wissenschaft wichtiger. Und es ist mir eine große Freude, im Gespräch mitgenommen zu haben, dass Sie diesen Outreach und auch nicht nur von drinnen nach draußen, sondern auch umgekehrt, auch den Rückfluss, das, was in der Bevölkerung gedacht und überlegt wird, mit in das universitäre Denken aufzunehmen, ernst nehmen und dass Sie die Zusammenarbeit zwischen Universität und Stadt nicht nur auf die Stadt begrenzt sehen wollen, sondern dass Sie gerade auch in die Region gehen wollen, dass Sie gerade auch mit dem akademischen Wissen in die ländlichen Regionen unseres Bundeslandes gehen wollen und da Überzeugungsarbeit leisten wollen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Es passt auch, wenn ich das so unbescheiden sagen darf, sehr, sehr gut zu der Linie, die wir als Stadt fahren. Insofern Symbiose garantiert. Lieber Herr Professor Marx, ich wünsche Ihnen, dass Sie in der Universität viele, viele Mitstreiter haben, die in der gleichen Richtung ihre Vision mit nach vorne tragen.
Ich lade alle Mitglieder der Universitätsgemeinschaft ein, sich aktiv mit einzubringen, Sie als Präsident in Ihrer Rolle zu unterstützen. Denn ich glaube, dass es darum geht und ich glaube auch, dass wir das gemeinsam können, eine Umgebung zu schaffen, in der Kreativität gedeiht und so neue Ideen entstehen. Ich wünsche Ihnen, lieber Herr Professor Marx, viel Erfolg in all Ihrem Handeln. Vielen Dank. Professor Dr. Georg Ponert, der als Interimspräsident von November vergangenen Jahres an die Universität leitete, ist mit dem Amtsantritt von Professor Dr. Andreas Marx im August wieder in das Amt des Vizepräsidenten für Forschung zurückgekehrt. Und in dieser Funktion ist er heute auf Forschungsmission. Und wir haben daher ein kurzes Grußwort mit ihm aufgezeichnet, das uns jetzt eingespielt wird. Liebe Festgemeinde, wegen einer schon länger eingegangenen Verpflichtung kann ich heute leider nicht in Jena sein. Auch wenn ich wirklich nichts lieber täte, als bei dieser Investitur dabei zu sein und unseren neuen Präsidenten auch hier und ganz offiziell in der traditionellen Art und Weise willkommen zu heißen. Die Universität hat einen neuen Präsidenten gefunden. Lieber Andi, auch wenn es sich nicht so ganz rekonstruieren lässt, haben sich unsere Wege wahrscheinlich schon während der Promotion gekreuzt. Wir sind beide in der chemischen Biologie aktiv. Die Gemeinschaft der chemischen Biologen in Deutschland ist vielleicht nicht so groß. Und tatsächlich danach haben wir uns immer wieder getroffen, sei es auf den ersten Konferenzen, später dann bei Berufungsveranstaltungen oder ganz am Ende unserer Karrieren auch als gestandene Professoren, die das Fach vertreten. Ich hätte aber nie gedacht, dass ich einmal in der Lage sein werde, dir den Staffelstab, oder sollte man vielleicht besser heute sagen, die Amtskette für eine Präsidentschaft der Universität zu übergeben. Es ist ein faszinierender Werdegang, den du da hingelegt hast, und ich bin sehr froh, dass wir dich aus Konstanz nach Jena locken konnten, mit der großen Aufgabe, unsere traditionsreiche Universität in den nächsten Jahren als Präsident zu begleiten. Ich bin jetzt schon seit mehr als 15 Jahren in Jena, seit mehr als 15 Jahren an der Friedrich-Schiller-Universität. Zunächst als Professor in der Chemie, danach als Vizepräsident für Forschung und im letzten Jahr auch als Leiter der Universität. In dieser Zeit habe ich einen Ort, habe ich eine Gemeinschaft kennengelernt, die seinesgleichen sucht. Die Universität Jena ist ein wirklich faszinierender und wunderbarer Ort. Wir haben reiche historische Schätze, sei es zum Beispiel die Ausstellungsstücke aus dem Phonetischen Museum. Ich stehe hier vor einem Rollbild einer Gorgonie, die schon von Haeckel gemalt ist. Sei es unsere Bibliothek, in der wir sogar eine Bibel mit handschriftlichen Anmerkungen von Luther verwahren, oder sei es unser Herbarium Hausknecht und all die anderen Stellen der Universität, die die Kultur und die Tradition atmen. Unsere Universität hat aber auch andere Schätze und die sind besonders wichtig. Das sind die Menschen, die hier an der Universität zusammenarbeiten und zusammen Wissenschaft, Forschung und Lehre gestalten. Und das sind allen voran die Studierenden, die vielen tausend Menschen, die aus der Universität das machen, was sie ist, nämlich ein Ort des Lernens, ein Ort des Lehrens und ein Ort der Neugierde. Diese Menschen arbeiten auf eine wirklich konzertierte und konzentrierte Art und Weise zusammen, die faszinierend ist. Und gerade als Präsident oder als Leiter der Universität ist man in der Lage, dieses Zusammenleben, dieses Zusammenwirken zu gestalten und auch vielleicht etwas zu choreografieren. Ich kann tatsächlich, wenn ich auf die Zeit in der Universitätsleitung zurückschaue, sagen, dass die schönsten Momente waren, wenn all diese Aktivitäten, das Lehren, das Lernen und das Forschen zusammenführen und sich tatsächlich neue Gebiete herauskristallisieren, in denen die Universität Jena herausragend ist. Unsere Universität steht vor großen Herausforderungen.
Aber wahrscheinlich kann man das von einer Universität immer sagen. Eine Universität ist im Zentrum der gesellschaftlichen Entwicklungen, muss auf diese reagieren, kann diese aber auch gestalten. Ich bin mir sicher, dass wir in dir, lieber Andi, lieber Herr Präsident, die richtige Person gefunden haben, um diesen Prozess in der nächsten Zeit zu gestalten. Und ich wünsche dir dabei viel Glück, viel Erfolg und ein gutes Händchen. Und Ihnen, liebe Festgemeinde, wünsche ich eine weiterhin gelungene Veranstaltung und im Anschluss eine gute Feier. Vielen Dank. Ich kann Ihnen versichern, dass wir in den Hörsälen und in den Seminarräumen die allermodernste Technik haben und die Aula rüsten wir dann noch nach. Wir kommen jetzt zum feierlichen Höhepunkt der Investitur. Der Universitätsratsvorsitzende, Prof. Dr. Wolfgang Marquardt, wird nun dem Präsidenten Talar und Amtskette feierlich überreichen. Bitte kommen Sie dazu auf die Bühne. Der Leiter des Präsidialamtes, Herr Dr. Domhardt, wird Ihnen dabei assistieren. Und bevor unser Präsident, Prof. Dr. Andreas Marx, nun seine Antrittsrede hält, feiern Mitglieder des Psychochores der Universität Jena den Moment mit uns. Unter der Leitung von Maximilian Lörzer holen sie uns mit 4 Stücken zurück in die Moderne.
this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to time to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room for our things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I've tried. I've changed who I was to put you both first, but
the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. I had good intentions and the highest hopes, but I know right now it probably doesn't even show. Go easy on me, baby. I was still a child. I didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Es ist ein kalter Tag in seinem heißen Herz und ein lautes Feuer zündet mal wieder den Himmel an. Und er rennt um sein Leben, schon sein junges Leben lang, hat den Krieg seiner Väter doch nie angefangen. Und immer wenn er einschläft, träumt er sich weit weg, träumt er sich in die Stille und dann träumt er sich davon. Ein leiser Wind weht und der Himmel ist weit. Dieser Krieg ist aus und die Soldaten gehen heim und weiße Fahnen wehen und alle sind frei, frei, frei. Diese Nacht, mein Freund, hab ich vom Frieden geträumt. Und er wacht auf im Feuerregen, die Nacht gelähmt, keine Sterne zu sehen, durch seine kleinen Hände fließt roter Sand, er weiß, wie Leben endet, aber nicht, wie sie anfangen. Immer wenn er einschläft, träumt er sich weit weg, träumt er sich in die Stille und dann träumt er sich davon. Ein leiser Wind weht und der Himmel ist weit. Dieser Krieg ist aus
weg, mit geheilten Wunden, seine kleinen Hände haben den Frieden gefunden. dann werden wir gesehen. Laut sein, um uns nicht ans Schweigen zu gewöhnen. Wir müssen laut sein. Was einmal war, darf nicht nochmal geschehen. Laut sein, um all den Hass und all die Wut zu übertönen. Sie wollen verführen, antworten simpel auf komplexe Fragen, indem sie andere diffamieren. Durch offene Türen befeuern sie Ängste und verlogene Klagen, um sich als Opfer zu inszenieren. Umso mehr verfangen sich in den Netzen, je greller sie krakeelen. Und wer versucht, sie wegzuschweigen, den werden sie sich einverleiben. Also lass uns laut sein, wenn man uns hört, dann werden wir gesehen. Laut sein, um uns nicht ans Schweigen zu gewöhnen. Wir müssen laut sein. Was einmal war, darf nicht nochmal geschehen. Laut sein, um all den Hass und all die Wut zu übertönen. Wer nur im Gestern lebt und Mauern baut, der duckt sich, weil ihm vor der Weitsicht und dem Morgen graut. Doch Fakt ist, alles ist vergänglich, nur der Wandel hat Bestand. Und wer sich weigert, das zu sehen, fährt die Welt gegen die Wand. Die Zukunft kommt und sie macht nicht Halt an
laut sein. Zeigen wir, dass mit uns zu rechnen ist. Laut sein gegen den Wirklichkeitsverlust. Wir müssen laut sein gegen die Niedertracht und Hinterlist. Laut sein, damit niemand sagen kann, er hätte von nichts laut sein. Wir setzen uns gegen Hass und Wut zur Wehr. Laut sein, damit wir uns nicht alleine fühlen, denn wir sind mehr. Sehr geehrte Festversammlung, sehr geehrter Herr Minister Tiefensee, Frau Ministerin Taubert, ich begrüße die Bundestagsabgeordneten Dr. Beckert und Herr Lenkert, ich begrüße die Landtagsvizepräsidentin Frau Güngör, ich begrüße alle Mitglieder des Landtags, Herrn Staatssekretär Feller, den Oberbürgermeister Herr Dr. Nitsche, Herrn Bürgermeister Gerlitz, die Mitglieder des Jenaer Stadtrats und die Ehrenbürger der Stadt Jena, Herrn Mayer und Herrn von Falkenhausen, sehr geehrte Rektorinnen aus den Nachbaruniversitäten, Frau Obergefell, Frau Becker aus Halle und aus Leipzig und die Präsidentin und die Präsidentin und die Präsidentin der Thüringer Landeshochschulen, dass Sie hier gekommen sind, Frau Professor, sehr geehrte Altrektoren Dicke und Maschnick, sehr geehrter Herr Universitätsratsvorsitzender Marquardt, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, liebe Freundinnen und Freunde, auch aus Konstanz, schön, dass ihr gekommen seid, liebe Familie, sehr geehrte Festversammlung, es ist mir eine besondere Ehre und Freude, heute als Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena vor Ihnen stehen zu dürfen. Diese Aufgabe anzutreten, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und auch mit Demut. Jetzt kommen Sie wieder die 100 Tage. Ich bin nun fast 100 Tage an der Friedrich-Schiller-Universität und habe schon sehr viele Menschen getroffen. Ich treffe mich regelmäßig mit den Studierenden, mit Forschenden auf allen Karrierestufen, wie es heute so schön heißt. Ich war in den Dezernaten der Verwaltung, treffe mich mit den Vertretungen der Technik und des Personalrats. Und gerade habe ich mit meiner Tour durch die Fakultäten begonnen und treffe natürlich auch die Partner der Friedrich-Schiller-Universität hier vor Ort. Die dabei mir am häufigsten gestellte Frage war, was hat Sie motiviert, nach Jena zu kommen? Scheint fast so, als es nahezu unvorstellbar wäre, diesen zugegebenermaßen recht idyllischen Bodensee hinter sich zu lassen, nach Jena zu kommen und etwas ganz Neues zu beginnen. Meine Antwort auf die Frage nach der Motivation ist ganz einfach. Es ist Jena. Die Universität und ihr Standort sind ein strahlender Leuchtturm, national wie international. Mein größter Antrieb und zugleich meine wesentliche Motivation für meinen Wechsel nach Jena ist es, diesen herausragenden Universitätsstandort gemeinsam mit Ihnen voranzubringen und seine Exzellenz weiter zu entfalten. Da ist es kaum verwunderlich, dass ein wesentlicher Teil
meiner Rede der Friedrich-Schiller-Universität Jena gewidmet ist, so wie sie im Heute steht. Eine Hommage, in der sich freilich meine Eindrücke und Wünsche miteinander vermischen. Die Friedrich-Schiller-Universität wäre nicht so eine bedeutende Institution ohne die Menschen, Georg Bunatz hat es gesagt, in dieser Universität. Die Menschen, die diese Universität lebendig und damit leistungsfähig machen und auch liebenswert machen. Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihre Expertise in der Forschung und Lehre einbringen. Unsere Studierenden, die voller Neugier und Tatendrang sind. Und unsere Mitarbeitenden, die den Erfolg dieser Universität täglich mitgestalten und ermöglichen. Sie alle, liebe Universitätsmitglieder, haben dazu beigetragen, dass sich unsere Universität zu einem Leuchtturm entwickelt hat. Dazu ein paar Fakten. Wir vergleichen uns regelmäßig mit Universitäten, die in der Exzellenzstrategie gefördert werden, den sogenannten Exzellenzuniversitäten. In Bezug auf den Drittmittelerfolg, also die in einem Wettbewerbsverfahren von außen eingeworbenen Mittel pro Professur, stehen wir im neuesten Vergleichsjahr besser da als jede andere Volluniversität in Deutschland, die im Rahmen der Exzellenzstrategie gefördert wird. Das sind wirklich renommierte Institutionen. Nur die technischen Universitäten werben in diesem Feld mehr Mittel ein als wir. Auch die absoluten Zahlen sprechen für sich. 2023 betrug die Drittmittelquote mehr als 50 Cent für jeden Euro, den wir zur Grundfinanzierung vom Freistaat Thüringen erhalten. Ein beeindruckender Erfolg unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die damit Gelder nach Thüringen holen und hier auch einsetzen. Insgesamt wurden 2023 über 140 Millionen Euro an Drittmittel eingeworben. Zusammen mit dem Universitätsklinikum Jena sogar mehr als 200 Millionen Euro, die hier nach Jena gekommen sind. Und hier nehme ich was auf, was auch Sie, Herr Tiefensee, sagten, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Die enge Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum, die liegt mir nahe. Die möchte ich mit den Kolleginnen und Kollegen in Zukunft weiter ausbauen, sodass wir da noch besser und noch erfolgreicher werden. Die immense Einwerbung von Drittmitteln ist ein Beleg dafür, dass an unserer Universität exzellente Forschung betrieben wird, die national und international Anerkennung findet. Unsere Sonderforschungsbereiche, Graduiertenkollegs und Forschungsgruppen und eine große Anzahl von Einzelprojekten decken eine beeindruckende Bandbreite an Themen ab. Von den Lebens- und Naturwissenschaften bis zu den Geistes- und Sozialwissenschaften. Diese Vielfalt ist ein zentraler Bestandteil unserer Stärke. Auch in der Exzellenzstrategie sind wir mit unserem Spektrum vertreten. Der Exzellenzcluster Balance of the Microverse erforscht das komplexe Zusammenwirken von Mikroben und überträgt ökologische Konzepte auf einzigartige Art und Weise auf die Medizin, um neue Therapien zu ermöglichen. Die geistes- und sozialwissenschaftliche Clusterinitiative Imaginamics will durch die Erforschung sozialer Vorstellungen zu einem besseren Verständnis gesellschaftlicher Konflikte und Debatten beitragen. Ende des Jahres stehen die Begutachtungen zur Fortführung des Exzellenzclusters Balance of the Microverse und die Einrichtung des Exzellenzclusters Imaginamics an. Wir werden alles dafür tun, damit die Begutachtungen erfolgreich ausgehen, denn dadurch würden wir einen weiten, großen Schritt nach vorne machen und die Tür für eine Antragstellung als Exzellenzuniversität öffnen. Ich höre von den Forschenden von außen und erlauben Sie mir diesen Blick, die ersten 100 Tage sind noch nicht vorbei, dass die Friedrich-Schiller-Universität diesen Erfolg durchaus verdient hätte. Das teile ich. Besonders hervorheben möchte ich an dieser Stelle, dass die Friedrich-Schiller-Universität nicht nur bei den Forschenden und Lehrern, sondern auch bei den Studierenden hoch im Kurs steht. Laut StudyCheck, und hier bewerten die Studierenden, das ist ein Portal StudyCheck, wo die Studierenden ihre Lehrveranstaltungen bewerten können, sind wir die beliebteste Universität Deutschlands mit über 15.000 Studierenden. Das ist beachtlich. Das Ergebnis zeigt, dass wir Studierende nicht nur eine exzellente akademische Ausbildung bieten, sondern auch ein Umfeld, in dem sie sich wohlfühlen, wachsen und entfalten können. Eine weitere, für mich beeindruckende Zahl: Im neuesten Vergleichsjahr haben knapp 84% der Absolventinnen und Absolventen der Friedrich-Schiller-Universität ihr Studium in höchstens 2 Semestern nach der Regelstudienzeit abgeschlossen. Das ist ein Richtwert und auch hier haben wir uns verglichen mit den Universitäten, die in der Exzellenzuniversität gefördert werden. Da kommt keine ran. Die Betreuung an der Friedrich-Schiller-Universität schafft exzellente Rahmenbedingungen, das kann ich daraus schließen, für ein zügiges und erfolgreiches Studieren.
Für Ihr Engagement, liebe Kolleginnen und Kollegen, spreche ich meinen tiefsten Respekt aus und bin Ihnen sehr, sehr dankbar. Ich werde alles mir Mögliche tun, dass die Rahmenbedingungen auch zukünftig so bleiben. Doch Zahlen und Erfolge zeigen nur einen Teil der Geschichte. Sie machen vielleicht sichtbar, was hinter den Kulissen passiert. Das Engagement, die Kreativität, die Zusammenarbeit der Menschen an unserer Universität. Forschung und Lehre sind keine isolierten Fächer, sie wirken zusammen. Sie leben von der Kreativität, dem Austausch und der Zusammenarbeit aller Akteure, Spitzenwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ambitionierte Studierende und eine engagierte Verwaltung. Gemeinsam schaffen wir den Rahmen, in dem neue Ideen geboren und innovative Lösungen entwickelt werden können. Es ist jeden Tag wunderbar zu sehen, dass unsere Studierenden die Universität als einen Ort wahrnehmen, der nicht nur ihre intellektuellen Fähigkeiten fördert, sondern auch einen Raum für die persönliche Entwicklung und gesellschaftliches Engagement bietet. Unsere enge Verbindung zur Stadt Jena, der Herr Oberbürgermeister hat das ja schon dargelegt, ist ein weiteres Element, das unsere Universität so besonders macht. Wir sind zudem tief verwurzelt in der Region und eng vernetzt mit dem Wissenschaftsstandort. Die Symbiose mit außeruniversitären Forschungsinstitutionen wie die Max-Planck-, Leibniz-, Helmholtz- und Fraunhofer-Instituten ist nach meiner Meinung einzigartig. Nicht umsonst wird oft bewundernd über das sogenannte Thüringer Modell gesprochen, das andere Bundesländer wie Baden-Württemberg nun übernehmen. Ich bin aber der Meinung, dass dies eigentlich ein Jenaer Modell ist und auch als solches bezeichnet wird, denn hier wird es ohne Wenn und Aber gelebt. Wenn Sie meiner Rede aufmerksam lauschen, ist es das einzige Aber, was in dieser Rede vorkommt. Die Verbundenheit der Friedrich-Schiller-Universität mit ihrem Umfeld geht weit über die Lebens- und Naturwissenschaften hinaus. Sie bestehen tiefe Verknüpfungen, die vor allen Dingen durch persönliches Engagement gelebt werden. Einige Beispiele: die Klassik-Stiftung in Weimar, die Stiftung Ettersberg und nicht zuletzt die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dorau. Und hier kommen wir zu dem, was der Herr Minister auch angesprochen hat. Die Polarisierung unserer Gesellschaft wird an diesem Beispiel besonders deutlich. Kollege Wagner ist nicht nur Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena für Geschichte und Geschichte in Medien und Öffentlichkeit. Er ist auch der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora. Er setzt sich aktiv gegen Rechtsextremismus und Geschichtsrevisionismus ein, was ihm in den letzten Jahren vermehrt Aufmerksamkeit eingebracht hat. Er erhielt Morddrohungen, nachdem er in den Medien über sein Engagement gegen Rechtsextremismus stand. Diese Bedrohungen werfen ein Licht auf die Herausforderungen, denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und öffentliche Personen heute ausgesetzt sind, die sich gegen Geschichtsverzerrung und für eine kritische Auseinandersetzung mit der NS-Zeit engagieren. Bedroht werden Forschende auch aus dem Ausland. Die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, DGO, wurde im Sommer vom obersten Gerichtshof Russlands als extremistische Organisation eingestuft. Wir haben einen großen Forschungsschwerpunkt in Osteuropa und hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die hier arbeiten. Die Entscheidung hat schwerwiegende Folgen. Die Zusammenarbeit mit der DGO, die Finanzierung oder die Mitgliedschaft in dieser Organisation kann nach russischem Strafrecht mit bis zu 12 Jahren Haft geahndet werden. Dies ist ein ungeheurer Akt auf die Wissenschaftsfreiheit und den europäischen Dialog. Auch Forschende an der Friedrich-Schiller-Universität erfahren dadurch fundamentale Einschränkungen. Wir werden auch in Zukunft die Mitglieder unserer Universität unterstützen, sich für Wissenschaftsfreiheit, Meinungsfreiheit und gegen Geschichtsrevisionismus einzusetzen. Wir wollen unseren Beitrag als forschende und lehrende Institution zum Ausgleich der Gesellschaft erhöhen und uns noch aktiver in die Gesellschaft einbringen und Impulse für das soziale Gefüge setzen. Wir stehen nicht nur für die Ausbildung von Fachkräften und die Generierung von Wissen, sondern auch für die Stärkung unserer Region. Die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, öffentlichen Institutionen und der Zivilgesellschaft gehören zu unserem Selbstverständnis. Dafür stehen unsere Forschenden der Gesellschaft auch als Expertinnen und Experten zur Verfügung, ob in der Beratung in Expertenkommissionen im Bund und im Land oder an Thüringer Gerichten als Richter und Richterinnen. Den Dialog mit der Gesellschaft wollen wir in Zukunft weiter ausbauen, unsere Erkenntnisse teilen und gemeinsam an den Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit arbeiten und kommunizieren. Dazu zählen die Bedrohung der Demokratie und der Freiheit, der Klimawandel, die Bekämpfung von Armut und Ungleichheit
und der demografische Wandel in unseren westlichen Demokratien. Besonders bei knappen Kassen stehen wir im gestiegenen Wettstreit um finanzielle und personelle Ressourcen. Oft tun wir uns schwer, den Wert einer Universität darzustellen. Wie hoch ist die Wertschöpfungswirkung einer Universität, beziehungsweise wie hoch ist diese in Thüringen? Genau das fragten sich die Präsidentin und die Präsidenten der Thüringer Hochschulen und gaben dazu eine Studie mit dem etwas sperrigen Namen Regionalökonomische Bedeutung der staatlichen Hochschulen im Freistaat Thüringen in Auftrag. In diesem Jahr wurde diese Studie veröffentlicht. Sie wurde durchgeführt von den Universitäten Heidelberg, München und Koblenz und hat deutlich gezeigt, welchen immensen wirtschaftlichen Einfluss die Hochschulen auf die Region haben. Für jeden Euro, den der Freistaat Thüringen in unsere Grundfinanzierung investiert, erzeugen die Hochschulen in Thüringen eine regionale Wertschöpfungswirkung von 3,64 Euro. Also 1 Euro in 3,64 Euro. Für die Friedrich-Schiller-Universität bedeutet dies, dass die rund 280 Millionen Grundfinanzierung mehr als 1 Milliarde Euro bewirken. Das ist ein beeindruckendes Verhältnis, das zeigt, wie wichtig die Universität für die regionale Entwicklung, eine Lokomotive, ein Motor und deren Wirtschaft ist. Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Studierenden, die wir anziehen, die Drittmittel, die wir einwerben und die Innovationen, die wir gewinnen, all das trägt dazu bei, dass Jena und Thüringen wachsen und gedeihen. Auf dem Erreichten wollen wir uns aber nicht ausruhen und wollen uns weiterentwickeln und die Weitergabe, den Transfer unserer Innovation in die Gesellschaft und Wirtschaft weiter investieren und darin investieren und uns ganz neu aufstellen, beispielgebend für Universitäten mit dem Fächerspektrum wie dem der Friedrich-Schiller-Universität. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, die Welt um uns herum verändert sich rasend schnell. Globale Krisen, technologische Entwicklung und gesellschaftliche Umbrüche fordern uns heraus. Sie bieten uns zugleich die Chance, aktiv an der Gestaltung unserer Zukunft mitzuwirken. Wir als Friedrich-Schiller-Universität haben das Potenzial, nicht nur Teil dieser Entwicklung zu sein, sondern sie mitzugestalten. Gemeinsam mit unseren Partnern in der Region, mit anderen Hochschulen und mit der Gesellschaft und Politik wollen wir diese Herausforderung angehen. Dafür brauchen wir eine starke Gemeinschaft, die bereit ist, zusammenzuarbeiten, sich gegenseitig zu unterstützen und sich geschlossen den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Spitzenleistungen in der Forschung entstehen nicht in Alleingang, sondern durch Zusammenarbeit, durch das Austausch von Ideen, Perspektiven und Expertisen. Es ist eine Gemeinschaft, die uns stark macht, die uns voranbringt und die uns ermöglicht, auch in Zukunft zu den besten Universitäten Deutschlands zu gehören. Dass wir dazu zählen, darauf, liebe Politikerinnen und Politiker, dürfen Sie mit Recht stolz sein. Es ist beeindruckend, und da wieder mein Blick in den ersten 100 Tagen noch ein bisschen von außen, ist beeindruckend, was hier in den letzten Jahrzehnten entstanden ist. Es wurde viel erreicht. Wir wollen gemeinsam noch viel mehr erreichen. Mit Ihrem Engagement, Ihrer Kreativität, Ihrer Leidenschaft werden wir die Friedrich-Schiller-Universität als einen Ort erhalten und weiterentwickeln, der nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit Maßstäbe setzt. In der Forschung, in der Lehre und im Zusammenspiel mit der Gesellschaft. Blicken Sie weiterhin mit Mut und Zuversicht in die Zukunft. Lassen Sie uns gemeinsam das, was vor uns liegt, angehen. Lassen Sie uns die Chancen ergreifen, die vor uns liegen. Wir haben das Wissen, die Fähigkeiten und vor allem die Gemeinschaft, um Großes zu erreichen. Lassen Sie uns diese Kraft nutzen, um unsere Universität, unsere Stadt und unsere Gesellschaft weiter voranzubringen. Ich danke Ihnen allen für Ihre Unterstützung, Ihr Engagement und Ihre Bereitschaft, diesen Weg mit mir zu gehen. Gemeinsam werden wir das Beste für unsere Universität und die Gesellschaft erreichen. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident Marx, sehr geehrte Ehrengäste, hier in der Aula geht es nach dem Auszug des Präsidiums und des Senats mit musikalischer Begleitung gleich im Foyer mit einem kleinen Empfang weiter. Wir verabschieden uns mit dem feierlichen Auszug von allen Zuschauenden im Livestream und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie der Universität gewogen und bleiben Sie mit uns in Kontakt.
Sie, verehrte Hohe Festversammlung hier in der Aula, ich bitte Sie, sich noch einmal zum traditionellen Auszug des Senats zu erheben. Wir hören dazu einen Satz aus der Ouvertüre G-Dur von Johann Bernhard Bach, eines Cousins von Johann Sebastian Bach. Es spielen für Sie die Mitglieder der Akademischen Orchestervereinigung unter der Leitung von Universitätsmusikdirektor Sebastian Kranert.